Heute 7. Tag in Japan und leider letzter Tag in Kyoto. Wir waren schon Messer shoppen, gestern schon eines und heute nochmal 2 weitere, eines für uns und eines für einen Freund. Ich kann dieses Geschäft eindeutig empfehlen, Miura Knives, ich werde das auch verlinken. Super Geschäft, super nette, freundliche Angestellte, sprechen perfekt Englisch, erklären einen alles, nehmen sich Zeit und wir konnten auch unsere Namen eingravieren lassen. Anschließend mussten wir noch in einen nahegelegenen Waschsalon gehen, da die Waschmaschinen bzw. Trockner in den Hotels nicht für größere Mengen ausgelegt sind. Also falls ihr mal in Japan eure Kleidung waschen solltet, versucht gar nicht erst den Trockner im Hotel zu verwenden und geht gleich in den Waschsalon. Waschsalon hat gut geklappt. Jetzt richten wir uns her und gehen ins Teamlab Kyoto. Das soll das größte Teamlab sein von allen Teamlabs, die es gibt. Ich wollte euch so viel wie möglich zeigen und gleichzeitig nicht zu viel verraten, denn das Teamlab Kyoto ist kein Ort, den man einfach erklärt. Es ist ein Ort, den man erlebt. Es gibt keinen richtigen Startpunkt, keine Karte, die dir sagt, wohin du hin musst. Du gehst einfach los. Und plötzlich stehst du mitten im animierten Wasser. Licht bewegt sich um dich herum, als würde der Raum selbst vom Wasser umgeben sein. Im nächsten Bereich wird es intensiver. Formen entstehen aus dem Nichts. Organisch, fast lebendig. Sie wachsen, verbinden sich, lösen sich wieder auf. Wie ein digitales Ökosystem, das sich ständig neu erschafft. Und dann am Ende entstehen wunderschöne Blumen. Und plötzlich wieder Chaos und Ordnung zugleich. Linien, Punkte, Zeichen und Licht, alles scheint miteinander verbunden, als würde ein unsichtbares System hinter allem arbeiten. Wenn man die verschiedenen Zeichen berührt, löst dies eine Animation aus. Durch die vielen Zeichen, die im Raum herumfliegen, entstehen aber immer wieder andere Animationen. Dadurch findet nie die gleiche Abfolge mit den gleichen Animationen statt. Man geht durch Räume, die sich ständig verändern. Und mit jeder Bewegung, jedem Schritt reagiert alles um dich herum auf dich. Blumen wachsen, verblühen und entstehen neu, direkt vor deinen Augen, als würde die Zeit dort etwas anders funktionieren. Und genau das ist das Besondere. Kein Raum bleibt gleich. Du könntest zweimal durchgehen und würdest jedes Mal etwas Neues sehen. Ich habe versucht, diese Momente einzufangen. Das Staunen, die Ruhe, dieses Gefühl komplett einzutauchen. Aber manches lässt sich einfach nicht filmen. Die Atmosphäre, die Stille zwischen den Lichtern. Im Teamlab BioVortex Kyoto geht es nicht nur ums Anschauen. Es geht darum, wie sich ein Raum anfühlt. Du merkst, wie sich der Raum verändert, wenn du dich bewegst, wie Licht plötzlich näher wirkt oder weiter weg. Manche Momente passieren vor deinen Augen, andere passieren mit deinem ganzen Körper. Du hörst die Geräusche, spürst die Umgebung und wirst langsam selbst ein Teil davon. Und genau diese Mischung macht es so besonders, dass du nicht immer sagen kannst, ob du etwas gerade siehst oder erlebst. Und dann gibt es noch diesen einen Raum, der sich nochmal komplett anders anfühlt. Im Teamlab sitzt du plötzlich da, mit Stift und Papier. Ganz simpel. Du zeichnest ein Tier. Und für einen Moment vergisst du fast, wo du eigentlich bist. Aber dann passiert es. Deine Zeichnung wird eingescannt und taucht plötzlich im Raum wieder auf. Sie bewegt sich, lebt,
wird Teil dieser Welt. Und nicht nur das, sie interagiert mit allem anderen, mit den Zeichnungen von anderen, mit der Umgebung. Und plötzlich stehst du davor und denkst, das habe ich gerade selbst erschaffen. Es ist kein fertiges Kunstwerk mehr, sondern ein Prozess. Etwas, das sich ständig verändert, genau wie alles hier. Und genau in diesem Moment merkst du, hier geht es nicht nur darum, Kunst zu sehen, sondern sie selbst entstehen zu lassen. Sonnenlicht bricht durch den Raum, während Regen scheinbar endlos fällt, ohne Anfang, ohne Ende. Blumen entstehen, wachsen und vergehen. Und während du dich bewegst, verändert sich die Landschaft mit dir. Nichts bleibt fest, alles ist im Fluss. Während man in manchen Räumen einfach nur still bewundern kann und die verschiedenen Änderungen im Raum beobachtet, kann man im Leichtathletikwald die Welt mit dem eigenen Körper wahrnehmen. Der Raum reagiert auf Bewegungen, aber hier reicht es nicht mehr, einfach nur zu gehen. Du musst wirklich aktiv werden. Du läufst los, beschleunigst, stoppst wieder. Und mit jedem deiner Schritte verändert sich die gesamte Umgebung. Technologie und Kunst verschmelzen hier komplett. Projektionen, Spiegel, Sound und Raum arbeiten zusammen, um eine Welt zu erschaffen, die sich ständig verändert. Deshalb wollte ich euch einen Eindruck geben, ohne euch das Erlebnis vorwegzunehmen. Denn egal wie viel man sieht, das, was man dort sieht und fühlt, muss man selbst entdecken. Und am Ende bleibt dieses Gefühl. Du hast es nicht nur gesehen, sondern wirklich erlebt. Das Teamlab BioVortex Kyoto wirkt nach, auch wenn du schon längst wieder draußen bist. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonniere für mehr solcher Erlebnisse.